Auf unserer Panamerikaner-Reise sind wir endlich auf dem Festland Mexikos angekommen. Und ja, dieses Mexiko ist anders, aber wir finden es großartig. Es erwartet uns eine Fülle an Eindrücken, neue Geschmäcker und während wir in die Kultur eintauchen, merken wir, dass es genau das ist, weshalb wir diese Reise machen. Es ist genau der Trubel, den wir hier auf dem Festland eigentlich gesucht haben. Ja, den wir vermisst haben auch. Den wir vermisst haben. Hallo und schön, dass ihr uns auch auf dem Festland Mexikos begleiten möchtet. Wir haben einige Kilometer zurückgelegt und befinden uns jetzt in Tequila, Jalisco. Einige von euch kennen den Namen vielleicht vom Getränk. Es gibt aber auch eine gleichnamige Stadt. Und ja, der erste Eindruck, es ist wirklich ein bisschen anders als auf der Baja, aber im Positiven würde ich sagen. Aber das seht ihr ja gleich selbst. Etwas vom Ersten, das wir uns gegönnt haben auf dem Festland, war eine Coco Frio, so eine Kokosnuss mit dem Kokoswasser. Das war so lecker und auch gekühlt. Also gerade bei den Temperaturen, die wir hier haben, das war einfach perfekt. Und es ist auch so spannend, denen zuzusehen, wie die das machen. Wie er die Kokosnuss spaltet und mit der Machete bearbeitet. Also ich könnte stundenlang dastehen und zuschauen. Und eigentlich wollte ich auch keine Kokosnuss, aber wenn ich so zusehe, ich kriege richtig Appetit. Ich glaube, es gibt auch Kokosnuss. Mehr Reis, weniger Reis, wollt ihr mehr Wasser oder mehr? Ja, was hast du da bekommen? Wonach sieht es aus? Keine Ahnung. Glibberig. Man merkt, dass hier sind richtige Profis. Die fragen dich noch, ob du eine reifere Kokosnuss willst oder nicht. Denn je reifer sie werden, desto mehr Fruchtfleisch oder festeres Fruchtfleisch haben sie und desto weniger Wasser ist drin. Und ja, ich probiere es mal so. Und das Fruchtfleisch geben sie einem wahlweise mit Sal y Limon, also Salz und Limette und auch Chili. Ich bin halt nicht so für scharf, ich habe es ohne Chili, die beiden haben es mit Chili. Aber ja, ich freue mich schon, das zu probieren. Lecker und natürlich im passenden Behältnis. Was für eine Ironie, dass man eigentlich aus einem natürlichen Produkt das Ganze in 2 Plastiksäcke reinpackt. Ja, macht nicht wirklich so Sinn und wirklich nachhaltig ist es, glaube ich, auch nicht, oder? Es ist wie eine Banane, die in Plastik gewickelt wird. Ja. Also es ist so, aber lecker ist es trotzdem. lecker ist es und hier wird es so gemacht und wir haben zu spät geschaltet. Es de coco con nuez, napolitano, natural y con tequila. Wird einem einfach alles zum Probieren gegeben. Was ist es? Kokosnuss. Mit Reis? Einmal, nein, tatsächlich nicht. Es sieht aus wie mit Reis, aber einmal mit Nüssen, einmal mit Tequila, einmal mit, keine Ahnung. Aber echt lecker.
was hier abgeht, ist ja unglaublich. Also wir sind ja nach 3 Monaten Baja wieder gefühlt das erste Mal so richtig unter Menschen. Das ist viel zu viel. Aber ja, es ist schön hier, die Menschen hier so ausgelassen zu sehen. Ja. Auch schon erwähnt hat, dass wir einfach ein bisschen überfordert sind. Aber es ist schon, es ist einfach viel los. Ich komme nicht so wirklich nach. Aber es ist irgendwie auch schön, weil die Stimmung ist voll ausgelassen, es sind alle gut drauf und so ein bisschen so Oktoberfeststimmung. Meinst du, Jessie, wollen wir noch einen Tequila trinken? Oh, los! Ich bin ganz schön geplättet. Ja, ich auch. Aber Tequila hat uns richtig gut gefallen. Ja, das ist genau der Trubel, den wir hier auf dem Festland eigentlich gesucht haben. Ja, den wir vermisst haben auch. Den wir vermisst haben, weil es ist zwar touristisch, aber so mexikanisch touristisch. Ja. Und das ist gleich nochmal was anderes. Ja. Und wie wir erfahren haben, war heute ziemlich viel los, weil halt Brückentag ist, Ja. die nächsten Tage. Und ja. Drum ist halt nochmal mehr los als sonst. Aber ja. Aber so, für uns? Für uns geht es auch nochmal weiter. Genau, wir fahren jetzt noch ein Stückchen weiter. Denn ja, wenn wir schon in Tequila sind, dann gibt es eine Sache, die man halt einfach hier machen muss. Und da sind wir direkt in einer Destillerie. Destillerie Puntual heißt es. Ist ein familiengeführtes Unternehmen und hier kriegen wir gleich eine Tour in die Kunst des Tequila-Brennens. Bin gespannt. And we are going to walk in between our agave fields to see agaves in different size and learn a little things about the drink named tequila. And maybe in a few minutes we can see the touristic train. Oh yeah. José hat uns gerade erzählt, dass der Betrieb bereits seit 140 Jahren, seit seinem Urgroßvater, glaube ich, in Familienbesitz ist. Also richtig lange Tradition und ja, ist schön. Und jetzt gehen wir als erstes mal zu den Agavenfeldern, denn da kommt ja alles her. Guamuchil. Guamuchil. Okay. And it's a special fruit, the palette, the black seed. Aha. And then you can eat. Yes, it's good. Ja. Now, oh, the cow loves the camera. Oh yeah. The volcano made the eruption, give a lot of fire drops. The fire drops come to the area, to the soil. This is the our agave. The agave is a very special crop for us and for the Mexican culture. And I'm sure the familiar business is in the
in the best brilliant future in the hand. Das ist wieder mal so interessant, was man da alles lernen kann, wenn man ja, sich von Locals und von Leuten, die aus dem Feld kommen, halt so das erklären lässt. Und ich meine, ich hatte keine Ahnung, dass eine Agavenpflanze zum Beispiel 9 Jahre braucht, bis man sie ernten kann, um daraus Tequila zu machen. Oder zum Beispiel, dass hier dieses Gebiet gerade durch die vergangenen Vulkanaktivitäten so besonders fruchtbar ist für die Agaven. Und deswegen ist es auch dieses Gebiet hier in Jalisco, das für diesen Tequila so gut geeignet ist. Und natürlich hat er auch über die Geschichte erzählt und wie das alles entsteht und ein paar verschiedene Werkzeuge gezeigt. Also es ist wirklich, ja, man sieht wieder, wie viel in solche Dinge mit einfließen, was man überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm hat. Und es ist so faszinierend, das einfach so zu lernen und auch diese kleinen Einblicke reinzubekommen, weil natürlich ist noch viel mehr, das sich unserem Verständnis komplett entzieht. Aber ja, ich bin richtig froh, dass wir das hier machen. To make more tequila. Hearts of the agave. If you remember, the agave is in the soil. Yes. Oh, wow. Yeah. And special pressure of 100 of bars. When the process of distillation ends, we obtain this. The name is white tequila. Und wieso habe ich das ganze Glas bekommen? ¿Era en serio? Oh. Ich dachte, du scherzt. Take one line of drops. If you don't see the line, don't drink. Don't taste tequila. It's other question. Okay? And with the other hand, make this, squish, and then wind dry. It's exactly the smell of the agave in the moment that it's cooking. Wow. When we are cooking agave, not inside. And then put the tequila in your mouth, and then side by side 3 times. Salud. Salud. La pobre gente que trabaja en el campo y haciendo tequila necesita que los demás consuman alcohol. Tú. Bei mir geht es auch ein bisschen daneben, muss ich sagen. Con un poquito de jugo le vamos a poner tajín y luego sal. ¿Okay? Yeah. Okay. No problem. Das ist mal eine richtig lustige Runde hier. Also ich glaube, wir beenden hier den heutigen Tag, weil besser wird es nicht mehr. Doch, es wird eben noch viel besser und das wollen wir für uns behalten. Ja, es ist auch schon dunkel und José füllt uns da gefühlt einfach ab. Blue sky, take me on your treasure dive. I've got nothing to lose after years with the blues.
Was ist das wieder für ein wunderschöner Morgen? Wir sind aufgewacht mit Vogelgezwitscher und ja, die Sonne war gerade noch hinterm Hügel. Und ja, ich musste natürlich wieder raus. Wir haben nämlich auch auf der Destillerie übernachten dürfen und jetzt bin ich hier morgen, spaziere hier ja überall so herum und kann das nochmal so ein bisschen mehr aufnehmen. Und es ist einfach so schön, wie die das hier aufgebaut haben. Also es ist ja so ein richtig kleiner Familienbetrieb im Vergleich zu den großen Herstellern. Aber man merkt eben auch total, dass sie mehr auf Qualität statt auf Quantität setzen. Wir hatten zum Beispiel auch keine Kopfschmerzen in der Früh, was ja eigentlich bei dem Tequila, den wir aus der Jugend kennen, definitiv vorprogrammiert war. Und ja, auch sonst, man merkt halt, dass sie auch auf Nachhaltigkeit setzen. Und ja, es erinnert uns auch ein bisschen an das Weingut, das wir in Okanagantal besucht haben in Kanada. Denn da war es ja auch auf Nachhaltigkeit ausgelegt und auch eher auf Qualität ausgerichtet. Der Wein schmeckte einfach viel besser. Und auch hier der Tequila, man hat einfach die Qualität rausgeschmeckt und merkt es eben auch am nächsten Tag. Ah, und José hat uns auch erzählt, dass wir eigentlich das perfekte Timing haben für unseren Besuch in Tequila, denn der dritte Samstag im März jeden Jahres ist der Tag, an dem Tequila besonders gefeiert wird. Also ja, ausnahmsweise hatten wir mal das richtige Timing. Aber ja, mal gucken. Wir wollten eigentlich heute weiterfahren, darum gehe ich mal zum Van und schau, wie es da aussieht. So, wir hatten noch ein leckeres Frühstück, haben den Van fertig gemacht und sind gerade schon raus. Ich habe noch kurz das Tor geschlossen, aber wir haben noch ein paar Fragen nachträglich zur Fähre bekommen. Die versuche ich euch jetzt zu beantworten. Das eine war natürlich der Preis, das haben wir natürlich vergessen zu erwähnen. Und zwar haben wir knapp 370 € bezahlt und da ist aber schon alles inklusive. Also der Fahrer, der zusätzliche Passagier, das Fahrzeug und Frühstück. Auch Frühstück, Dinner in der Kantine sowie auch die Hafengebühren. Ja, man merkt, ich und Multitasking, das ist meistens nicht so kompatibel. So. Und dann natürlich auch zur Strecke. Also wir sind von La Paz nach Mazatlán gefahren. Die Dauer waren, kommt drauf an, 13 bis 16 Stunden. Bei uns waren es, glaube ich, 15, 16 Stunden. Geht aber, weil es halt über Nacht ist. Und dann sind wir von Mazatlán, das liegt in Sinaloa, sind wir über Nayarit bis nach Jalisco gefahren. Tequila liegt ja in Jalisco. Und jetzt fahren wir nach Guadalajara. Wir legen ganz schön Strecke zurück. Aber es ist auch schön. Es fühlt sich richtig gut an, hier unterwegs zu sein. Also, jetzt fahren wir weiter. Und wir sind im Zentrum von Guadalajara angekommen. Zentrum heißt natürlich immer bei der Kathedrale. Die ist immer im Stadtzentrum. Aber wir bleiben ja nicht hier, wir sehen uns noch viel mehr an. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Hier sind viele Menschen gut gelaunt, Musik spielt. Also es macht schon richtig Lust, mehr zu entdecken. Und man sieht auf jeden Fall die spanischen Einflüsse auch hier. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter und sehen, was hier sonst noch uns erwartet. Und natürlich gibt es auch ein paar Facts zur Stadt. Guadalajara ist die Hauptstadt von Jalisco, dem Bundesstaat Jalisco, und hat knapp 2 Millionen Einwohner, gehört damit auch zu den größten Städten von Mexiko. Und ja, eigentlich nicht so mega groß, aber die Metropolregion ist umso größer und die ist auch in den letzten paar Jahren extrem gewachsen.
von 3 Millionen auf 5 Millionen Einwohner innerhalb von wenigen Jahren. Und es ist aber auch die Tech-Branche, die hier boomt. Also scheinbar gibt es hier besonders viele Startups, besonders viele Tech-Unternehmen. Und auch beim Reinfahren hat man viele Hochhäuser gesehen. Die Stadt ist wirklich erstaunlich modern. Und ja, das prägt schon ganz schön dieses Stadtbild. Ein Déjà-vu. In Loreto hatten wir schon mal eine Geldbörse gekauft, aber ja, lange Story, die habe ich nicht mehr. Also haben wir jetzt noch mal eine gekauft und ratet mal, die kostet hier nur die Hälfte. War ja klar. Aber ja, jetzt habe ich wieder eine. Freue mich. Erstes Souvenir aus Guadalajara. Und da drüben sehe ich, wird glaube ich was degustiert, verkostet. Das probieren wir jetzt auch gleich noch. Neben diesem Schokopferd, falls ich Schoko. Ja, sie sagt glaube ich schon Schokolade. Dann wird es zu diesem Zoll wahrscheinlich. Menos No. Probier du mal das. Also das, was du wolltest. Schmeckt gut? Krass intensiv, Alter, richtig. Also das ist so krass. Ich dachte, das wäre irgendwas mit Kakao oder Schokolade, aber es schmeckt wie ein Würfel Brühe. Es ist krass intensiv, leicht pikant. Und der Herr vorhin meinte auch, also es gibt die traditionellen Versionen und weiter hinten ist das weniger traditionell, aber sehr gute mit Apfel. Das habe ich jetzt gerade probiert. Es sieht aus wie Schokolade, wenn man dann diesen Geschmack auf der Zunge hat, das ist so völlig, das geht nicht ins Hirn. Das ist einfach falsch. Deep down on the bottom of a well, I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar, did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land. Die hungrigen Tiere müssen gefüttert werden. Es gibt Torta ahogada und... Es ist keine Torte. Es ist keine Torte, es ist eigentlich ein Sandwich mit Fleisch und, glaube ich, Salat ein bisschen und so und eingetunkt in irgendeiner Soße. Also ziemlich deftig und sehr typisch von hier. Wir haben auch eine Empfehlung bekommen von einem Local für dieses Lokal, also es soll richtig gut sein. Und dazu gibt es ein Agua de Horchata, also das ist so ein Milchgetränk mit Zimt und irgendwas. Also ja, wir sind hungrig, wir freuen uns aufs Essen. Gestärkt geht es jetzt für uns weiter, denn ja, uns wurde noch empfohlen, einen Markt zu besuchen und das können wir uns nicht entgehen lassen.
überall Trubel. Wir dachten, draußen wäre schon viel los, aber es riecht auch so lecker. Also wäre ich nicht schon so voll vom Essen vorhin, ich hätte mich schon 5-mal hingesetzt und hätte was probiert. Es ist, ja, aber es ist auch ganz schön viel für unsere Nerven. Es ist richtig laut, die Gerüche, es ist schon anstrengend für uns. Wir müssen uns erstmal gewöhnen drum. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt wieder raus und es gibt ja noch einiges mehr von der Stadt zu sehen. Also uns wurde ja gesagt, wenn wir erstmal von der Baja runter sind, dann ist es ganz anders. Dann ist es das wahre Mexiko. Ist es auch. Ist es auch, aber ich würde sagen im Positiven. Ja, also uns hat es sehr gut gefallen hier in Guadalajara und auch in Tequila. Nochmals Dankeschön an José. Für die tolle Führung. Ja. Und das war's für diese Woche. Wir freuen uns auf mehr von Mexiko und hoffentlich auf euch, weil ihr uns weiter begleitet. Und nicht vergessen, Kanal zu abonnieren und zu liken. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego. Hasta luego. Was für eine Inorie.